Aufnahme läuft, ich soll Sterntaste drücken. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich bin die Korea-Box und ich werde ausgepackt, wenn Rahims Instagram-Kanal 15.000 Abos bekommt. Vielen Dank. Kannst du wieder zurücknehmen. Ich gehe jetzt wieder und lass Rahim rein. Ach so, hi, ich bin auch hier. Hi, da bin ich. Was für ein Effekt. Wahnsinn. Wir haben die Special Effects ohne Ende. Guten Morgen, liebe Freunde des wunderbaren Formats Pro vs. Con mit mir als vermeintlicher Superproduzent auf dem ganzen Universum und Dana als Superkonsument auf dem ganzen Universum. Rolle. Dana habe ich schon gesagt. Was ein super Start in die Woche. Ja, Wahnsinn. Schön, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und wir haben tatsächlich eine sehr, sehr geile Box bekommen, und zwar die Korea-Box. Die packen wir aber noch nicht aus. Wir wollten da ein großes Geheimnis draus machen. Auf jeden Fall haben die uns angeschrieben, weil die gesehen haben, dass wir sehr viele K-Pop-Videos machen und wie viel Spaß dabei haben und ihr das auch habt mit uns zusammen. Und wir dachten, gut, wir machen noch mal ein kleines Spielchen draus. Sehr, sehr süß übrigens, wie das hier verpackt ist mit den ganzen Stickern und so weiter. Pikachu kenne ich nicht. Der nächste nach Glumanda kenne ich nicht. Ein Vogel. Dana kennt gar nichts. Twitter. Die haben uns hier einige Specials reingelegt von Gruppen, die wir super toll finden. Und nicht nur Gruppen. Also es ist für K-Pop-Groups was drin. Wir wissen nicht welche. Snacks, K-Snacks und K-Cosmetics. Ja. Ja, super. Also von krass. allem was dabei. Wir wissen halt, haben keine Ahnung, was genau. Und das Krasse ist, es kam wirklich aus Korea, jetzt wirklich, also wirklich eine Firma aus, die sind in Korea, die das machen, aus Seoul kommen die, ist das hierher gekommen? Mapogu, Seoul, ist das hergekommen. Das hat auch tatsächlich nur eine Woche gedauert, ne? Voll schnell ging das, ja. Das war richtig krass. Auf jeden Fall, wollen wir das Ganze auspacken, aber mit euch zusammen, und deswegen dachten wir machen das so auch wieder als Special, wie es letztes Mal mit dem anderen Paket, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Also, wir haben gesagt 15.000, das kriegen wir schnell hin auf meinem Instagram-Kanal, dass das super schnell geht, das wissen wir ja gerade mit euch als Unterstützung. Warte mal, es ist super technisch, naja. Genau. Instagram, Leute. Es ist unten auch verlinkt, 15.000, wie gesagt. Also, viel Erfolg. Leg los. Bitte, bitte. Ja. Bitte, ich will's auspacken. Mann, da ist Essen drin. Ja. Ich will's essen. Und wir haben tatsächlich, es liegt schon ein paar Tage hier und wir warten schon sehr ungeduldig drauf. Und wenn wir die aufmachen und auspacken, dann kann ich die Kosmetiksachen raussneaken. Weil Hoffentlich die sind welche dann drin. bei mir. Hoffentlich sind welche drin. Da sind welche drin. Da steht Cosmetics drauf. Ja. Oh ja, und dann kannst du die bei dir benutzen und die anderen Sachen mal gucken, was das ist. Vielleicht sind es sogar Sachen, die wir verlosen können. Das wäre voll cool. Ja, aber müssen wir echt gucken. Also da steht Snacks, Case, Towel und Cosmetics drauf bei dem Zollausfüllformular. Also bei den Snacks weiß ich nicht, ob ich die hergeben kann. Nee, die safe nicht. Die werden wir sofort essen. Sorry. Ich vor allen Dingen. Achso, wir wollten ja noch ein Video machen. Ach so. Oh, ganz vergessen. Heute Hyuna. Hyuna. Mit Lip and Hip. Lip. Wieso übernehme ich die Rolle des Vorlesens? Das machst du normalerweise. Ja, weil wir getauscht haben. Ach so. Du bist ja jetzt die Box. Ich bin jetzt die Box. Ich bin ja nicht mehr die Box. Okay, danke. Gut, legen wir los. Lips, hips. Lips, hips. Lips, hips. Okay. Die haben Teddybären auf den Hintern, aber was ist... der Fuß. Die sehen nicht, wo du hinzeigst mit dem Finger, ne? Das weißt du. Ich zeig jetzt mal dahin, wo du mit dem Finger hingezeigt hast. Ja, ich habe mich gewundert, was da ist. Ja. Tut mir leid, ich wollte herausfinden, was da ist. Das ist der Teddybärfuß, okay. Lips. Lips, hips. Lips, hips. Lips, hips. 오늘날 특별하게 dress up 하길 원해. 왠지 내가 아닌 것 같은 게 조금 더 새끈하게 마인드는 그대로 난
Hey, was fühlt sich an wie ein Ami-Hip-Hop-Video. Jetzt haben die Teddybär-Anzüge an. Bingo. Zigarette haben wir ausgebläht. Okay, mal ganz kurz einen Zwischenstand vielleicht. Also, ich habe erstmal den Eindruck, wir sind ja im amerikanischen Hip-Hop-Video. Nur mit weniger Silikon in den hinteren beiden Backen. Und den vorderen. Und den vorderen, ja gut. Das ist ja auch nicht mehr so viel, das ist ja auch nicht mehr so im Trend, dass man große Brüste hat. Sondern beiden vorderen. Stimmt, nee. Aber das meiste wird ja heutzutage hinten reingespritzt in die Arschbacken. Ja. Ja, aber die ganze Aufmachung ist schon sehr trippy irgendwie. So auch die Farben und Dings und so. Und sehr sexy auf jeden Fall. Allein die Anfangsszene natürlich schon. Krass. Ja, ich habe auch, mir haben glaube ich auch ein paar geschrieben, dass Yuna so ein bisschen skandalöser unterwegs ist und auch dadurch, also wie sie sich zeigt und gibt, eben auch schon einige Skandale hatte. Also sowas habe ich ja in K-Pop noch gar nicht gesehen. Gar nicht. Auch nicht. So viel von der hinteren Backe habe ich glaube ich noch nie gesehen im K-Pop-Video. Das ist definitiv skandalös. Ja, also man muss doch überlegen, hier, ne, Südkorea und so weiter. Wann ist das überhaupt? Nochmal was ganz anderes. 2017. Willst du noch mehr zur Musik schon was sagen oder erst am Ende? Erst am Ende. Okay. Ja, Versace, ne? Okay. Also du legst auf jeden Fall drauf an. McDonald's. McDonald's. Ja. Hey, hey. Und? Ja, ich bin erstmal so ein bisschen sprachlos. Es ist doch einiges los hier, vor allen Dingen hintenrum. Das war der Schenkelklopfer. So, nee, ja,
Coole Nummer. Ja, Also, der Hintenklopfer. ja, sieht man nicht. Glück gehabt. Ja, ist auf jeden Fall, ja, eigentlich, also klingt sehr international, muss ich sagen. Ist echt sehr... Lips, hips. Lips, hips. Allein dieser Sound, ne, Hips. das ist so ein typischer Club-Sound, dieses Ding, 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 das habe ich schon bei einigen Clubnummern gehört. Lips, hips. Der auch so ein bisschen aus diesem, so eine Umwandlung von so einem 90s Eurodance-Sound ist, den man da bei einigen Nummern schon gehört hat, wie zum Beispiel... Ja. Aber auch so jetzt neuere EDM-Nummern? Auch, aber ich meine schon wirklich diese mehr Hip-Hop-mäßigen Dinger, die so in die Richtung gehen. Okay. Da hat man sowas schon benutzt. Also schon dieses Club-Ding. Und dann auch geiler Effekt hier mit der Stimme, das ist so ein Stutter-Effekt. Das sind Vocal Chops von ihr, also die haben ihre Stimme da gut bearbeitet. Und der Bass auch schon rein. Na, auch das hier ist. Hip, 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 hip. Alles ihre Stimme. Und diesen Plop-Sound hören wir ja sehr oft hier im Song drin. Das ist wie wenn man mit dem Mund mit dem Finger im Mund und so, das kann ich aber nicht, aber jo. Halt Plop halt, ne? Plop-Sound. Und genau dieser Sound läuft mit dieser Melodie auch die ganze Zeit hier dann durch. Also läuft die ganze Zeit. Hier wie so ein Tambourin statt einem Lip, statt einer Hi-Hat. Hier plötzlich komplette Drum-Sound ausgetauscht. Die vorher drin waren, sind hier jetzt, also nicht komplett, aber zum größten Teil. Dann, weil die Snare ist eine ganz andere. Die Snare ist eine ganz andere als vorher. Auch hier schön, ja, ein bisschen dissonant die Mehrstimmigkeit hier gelegt, aber das bringt dann nochmal so einen ganz anderen Charakter drauf. Genau, weil es so ein bisschen quengelig dann wirkt, aber genau das soll es ja auch an der Stelle, deswegen sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, der Pre-Chorus mit den liegenden Akkorden vom Synthesizer. Wieder der Auftakt mit der Percussion. Drop. Ja, auch hier aus ihrer Stimme dann so echt so Sounds gebaut. Das ist alles mit ihrer Stimme. Wurde quasi zum Instrument umgebaut oder mit einem Sampler oder ne, so wie ein Synthesizer dann benutzt. Und hier auch ganz klar wieder die Brass-Section drin, die hier auch mal wieder so Epicness reinbringt. Brump. Oh. Sexy auf jeden Fall. Ja, weil es auch immer am Ende von Hips. Und dann läuft dann nur noch dieser gesampelte Sound. Und dann hier noch so ein Alarmsound, die auch kommt auch über den Synthesizer. Den Pulli finde ich übrigens richtig geil. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Eigentlich stehe ich nicht so auf Batik und so Flower Power ja, drauf. Das ist aber nicht so irgendwie Ding. finde ich den cool. Vielleicht dann hier besonders.
Das ist witzig, die müssen wahrscheinlich tatsächlich in Südkorea so Konsumdrogen, so à la Zigaretten und Alkohol, müssen die wahrscheinlich tatsächlich verpixeln. Das sind tatsächlich auch Snaps hier, aber das sind so typische so Synthesizer-Snaps, die hier benutzt werden. Also aus irgendwelchen Drum-Machines. Was steht da? Low-Fat. Ja, und No Smoking. Fand ich. Aber das ist jetzt erst dran. No Smoking. Jetzt gar nichts. Low-Fat. Low-Fat, No Smoking. Ja, okay. Ach so, ja, okay. Wegen der Pommes lieber keine Pommes und wegen der Zigarette lieber keine Zigarette. Mhm. Verstehe. Oder? Alles verboten. Zigaretten und Fett. Scheiße, was machst du dann? Zucker auch verboten. Oh je. Hier Versace, ne? Auch geil, das hat so diesen 90s Percussion Sound hier irgendwie drin, dieses Sample, was im Hintergrund läuft. Weißt du? Auch klassischer Drum-Fill-In hier. Das ist mein Lieblingsbild hier. Ich weiß nicht, was das darstellen soll und was sie da aufgegabelt hat, aber Eier sind's nicht. Ja. Habe ich gerade den Untertitel kleiner gemacht? Echt? Wie habe ich das denn gemacht? Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Welche Taste ist es? Sag ich nicht. Bei 20.000 Instagram-Followern sag ich. Kann ich doch von hinten lesen. Das wollte ich lesen. Pink, oder? Pink Wishes of Sweet Dreams. Verstehe ich nicht. Diese Unterhose will ich auch haben. Ich genau auch. Den Schlüpper. Das ist schon witzig, wenn der Text so groß da steht. Ich wusste nicht, dass das geht. Geil, ey. Oh mein Gott. Okay, ja, ansonsten ist hier wirklich nichts Besonderes mehr weiter. Ich habe alles schon gesagt. Das hört man aber, oder? Also es ist Gesang hier. Im Hintergrund ist. Sie hat ja Lippenstifte als Ohrringe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, stimmt. Mega genial. Weil da hast du immer zwei verschiedene direkt dabei. Aber keinen von beiden hat sie drauf auf dem Bild. Und das hat als Vocal. Chops. Oh ja. McDonald's. Und das ist also ganz klassischen Flanger auf ihrer Stimme, auf der Hauptstimme hier drauf. Das ist so ein bisschen so wie unter Wasser mäßig. Ah, okay. Bud Donalds. Ich frage mich, ob da McDonald's ein Problem mit hat, wenn man sowas macht in Videos. Donalds. Oh. Kellogg's. Krasse Jacke, Alter. Also auf jeden Fall Product Placement on Point. Für Bud Donalds und für Bud Kellogg's. Ah. Naja, aber die Jacke sieht cool aus. Die sieht richtig... Aber ich frage mich aber wirklich, ob McDonald's ein Problem damit hat, wenn man sowas macht. Ich glaube nicht. Auch einer meiner Lieblingsbilder.
So, sehr, sehr coole Nummer auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, also ziemlich alles erklärt. Der Rest wiederholt sich dann natürlich immer von vorne nach hinten. Das Ende auch sehr, sehr geil hier, wie es nochmal richtig alarmmäßig losgeht. Ja, auf jeden Fall für südkoreanische Verhältnisse sehr skandalös. Sind es die Triple S? Ja. Sehr skandalöse Verhältnisse, muss man schon sagen, weil man sieht doch einen guten Ansatz der Arschbacken und das ist man nicht gewohnt von den K-Pop-Videos. Ich persönlich habe da nichts gegen. Dana sicherlich auch nicht. Du sowieso nicht. Du bist sowieso krasse Arschfetischist, Alter. Ja, und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da. Da freue ich mich auch drüber. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Folgendes, Leute. 15.000 Abos auf Instagram und dann wird diese Korea-Box ausgepackt. Da sollen coole Sachen drin sein. Und die kamen wirklich aus Seoul, Alter. Richtig krass. Und diesen Monat knacken wir die 50.000. Achso, man sieht die Uhr gar nicht. Ich dachte, man sieht die Uhr. Knacken wir die 50.000 Abos. Für mal Kameramann hier. Frau. Kamerafrau. Wir sind bei 48.102 und ich habe gehört, dass wir diesen Monat die 50.000 voll machen. Dank euch. Vielen, vielen Dank, Leute. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ja, die 15.000, die warten jetzt hier. Danke und bis zum nächsten Video.